Ich habe hier ein MFA, das ich für Zusi umbauen werde. Wir haben Leuchtmelder mit Glühlampen, die baue ich um für LED, eine Fahrstufenanzeige, einen Tacho bis 180 km/h. 180 km/h ist hier 60 Volt. Das soll nicht so bleiben. Das heißt, den Tacho muss ich umbauen. Zeige ich euch, wie das geht. Wir haben eine Kraftanzeige, also Fahren, Bremsen bzw. außen noch Gleiten, Schleudern. Die beiden Anzeigen werden mit 0 bis 10 Volt betrieben, bzw. 0 bis minus 10 Volt. Das ist im Wesentlichen okay. Umgebaut werden soll das natürlich auf Arduino. Da habe ich meinen Lieblings-Arduino, beziehungsweise das ist ein Arduino-Klon. Ein ganz trivialer Arduino Nano. Quatsch, ein ganz normaler Arduino Uno ist das, mit eingebautem Ethernet. Das ist im Prinzip das gleiche, als würde man einen ganz normalen Arduino Uno nehmen. Hier ist er, zusammen mit einem Ethernet-Shield draufgesteckt. Man kann auch irgendwelche anderen moderneren Arduinos nehmen. Man kann ein Arduino Mega nehmen, aber ich sage immer, keep it simple. Und wenn es mit dem Arduino Uno funktioniert, funktioniert es auch mit allen anderen. Deswegen bleibe ich bei dem. Der ist schön Kontakt. Es gibt andere Geräte, die haben Wi-Fi zum Beispiel, könnte man nehmen. Allerdings für derartige Aufbauten, die fest irgendwo installiert sind, bevorzuge ich immer verkabelte Varianten, sprich Ethernet. Und da ist das Gerät einfach, finde ich, ideal. Für die Ansteuerung der Leuchtmelder habe ich besorgt bei Amazon dieses Gerät hier. Das ist ein Modul, das bis zu, wie viel sind das, glaube ich, 24 LEDs sind das, ansteuern kann. Und zwar ohne Vorwiderstand und helligkeitsgeregelt. Finde ich ideal für diese Aufgabe. Ja, selbst wenn das Gerät LZB hätte, würde man die hier noch mit ansteuern können. Sprichwort LZB. Wenn man denn eins hat mit LZB, könnte man sich noch 2 weitere davon besorgen. Dann hätte man genug Reserve, auch die Zielentfernung bzw. die dann hier eingebaute Zielgeschwindigkeit mit anzusteuern. Für die Analoganzeige habe ich besorgt diese Geräte hier. Das ist ein Wandler von PWM, die der Arduino ausgibt, nach 0 bis 10 Volt. Die sind auch also über Amazon besorgt. Link ist unten in der Beschreibung, beziehungsweise blende ich jetzt auch hier ein, wie das aussieht auf Amazon. Die Geräte haben eine Krux, und zwar sind die ziemlich schlecht bewertet. Das liegt daran, dass hier eine 10er-Diode eingebaut ist, die da nicht reingehört. Diese 10er-Diode begrenzt die Ausgangsspannung auf 8 Volt. Dabei sollen die eigentlich laut Spezifikation bis zu 10 Volt ausgeben. Das ist auch das, was wir für unsere Anzeigen hier brauchen. Lösung ist einfach diese Diode auslöten oder ausknipsen mit dem Seitenschneider. Und dann ist das Thema durch und dann sind die komplett fein für unsere Aufgabe, die wir hier zu erfüllen haben. Damit aber nicht genug. Es gibt noch eine weitere Unzulänglichkeit. Das Gerät ist für 12 Volt ausgelegt, hat aber direkt an der Eingangsseite einen 12 Volt Festspannungsregler. Und einen Festspannungsregler kann man nicht von 12 Volt nach 12 Volt betreiben. Also muss man entweder eingangsseitig eine deutlich höhere Spannung anlegen, zum Beispiel 15 Volt, oder wenn wir 12 Volt als Versorgungsspannung nutzen wollen, machen wir es wie hier. Wir brücken diesen Festspannungsregler ganz einfach. Nehmen wir das Gerät auseinander. Einen Moment bitte. Da ist definitiv geraucht worden in dem Führerstand. Das ist nicht schön.
Das Gerät ist weitgehend zerlegt, die Hände sind dreckig, es riecht nach Bahnstaub und nach Elektronik, die einer Raucherumgebung ausgesetzt war. Nicht gerade schön. Ich mache die Teile sauber. Ich mache auch die Front sauber. Die sieht jetzt nackig so aus. Und noch ein paar Worte an die Nostalgiker, die sagen, ja, die originale Elektronik, man weiß ja nie, vielleicht wird das Gerät ja doch nochmal im Originalzustand eingesetzt oder kommt wieder in eine echte Lokomotive rein. Da kann man ja nicht wegtun. Vergesst es. Das wird nie passieren. Den Kram könnt ihr beruhigt wegschmeißen oder ausschlachten, wenn da Komponenten sind, die euch interessieren. Weg damit. Mit dem Zerlegen waren wir eigentlich noch gar nicht fertig, denn wir müssen die Leuchtmelderkappen noch abnehmen. Erstens, um die sauber zu machen. Zweitens, um auch hinterher LED-Leuchtmittel einzusetzen. Tun wir es. Das ist nicht so ganz einfach. Am besten setzt man von der Seite irgendwie einen Schraubendreher an oder so und versucht die dann von innen abzuknipsen. Und dann kriegt man die auch runter. Je weiter man in das Geräteinnere vorkommt, desto schwieriger wird das. Aber ich glaube an euch. Dieses Fähnchen hier nimmt man am besten noch runter, dann geht es noch einfacher. Oh. Hier sieht man innen drin, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, noch ganz schwach einen Abdruck 65. Das stammt noch aus der Zeit vor dem Umbau auf PZB-90, wo dieser Leuchtmelder auf 55 umgebaut worden ist. Spannend. Die Komponenten sind alle sauber. Da sind noch die originalen Glühlampen drin. Die fliegen raus und werden ersetzt durch weiße LEDs. Wer lieber den Glühlampen-Look möchte, der nimmt am besten warmweiße LEDs. Wer es cool haben will, der nimmt im wörtlichen Sinne kaltweiße LEDs und nur für die gelben und für die roten Leuchtmelder nimmt er dann warmweiße LEDs. Die Idee ist, dass wir eine Glühlampe rausnehmen, also die bleibt dann auch ganz weg, denn da kommt ja noch eine LED rein. Der Platz reicht sonst nicht aus und wir löten die Kontakte für die LED an der verbleibenden Glühlampe fest. Dafür löten wir den Kontakt der Glühlampe intern ab und ja, haben dann da stattdessen die LED drin, die dann möglichst mittig sitzt. Ganz mittig wird es nicht passen, aber das ist nicht so schlimm. An der Stelle ist es wichtig zu sagen, dass die LEDs, die ihr nutzen sollt, einen möglichst breiten Abstrahlwinkel haben. Gut, so, und dann nehmen wir eine Flachzange und dann können wir daran ziehen und eigentlich sind die auch so stabil, dass die nicht dabei zerbrechen. Come on, da. Die Glühlampen bestehen aus einer Plastikspitze, zwei Metallfähnchen, die nach vorne weggehen, dazwischen eingeklemmt die eigentliche Glühlampe aus Glas mit zwei Drähten, die nach hinten weggehen und an jeder Seite jeweils festgelötet sind mit einem Tropfen Lötzinn. Die Idee ist jetzt, dass wir einen der beiden Drähte ablösen. Dafür geht man mit der Pinzette rein, spannt es vor, macht es mit den Lötkolben heiß. Die LED knicken wir an geeigneter Stelle um 90 Grad ab, also zum Beispiel so. An der Stelle, dann würde sie vorne auf der gleichen Höhe sitzen wie die Glühlampen. Versuchen wir es mal. Der
Der Draht ist ab. Upsala, die hier umknicken. Dann die Kontakte der LED etwas vorverzinnen. Die da jetzt reinzukriegen, ist halbwegs challenging, ohne sich dabei die Pfoten zu verbrennen. Und man sollte auch immer daran denken, Anode und Kathode auf die gleiche Seite zu machen. Ansonsten muss man jede Glühlampe individuell mit bestimmter Richtung einstecken. So, und da sehe ich jetzt schon, ich habe das etwas zu weit unten abgeknickt, aber sollte sich trotzdem festlösen können. Ach ja, wird schon heiß. Jo. Nun ist fest. Schneiden wir das Überstehende ab und ist doch nicht fest. Jetzt ist fest. Die erste Lampe ist umgebaut auf LED. Wichtig ist beim Einbau, dass die Anode immer in die Mitte zeigt von dem Leuchtmelderblock und die Kathoden immer nach außen. Die Anode erkennt ihr in der LED daran, dass der metallische Teil darin deutlich kleiner ist als die Kathode. Sprich, hier wäre jetzt die Kathode, hier unten die Anode, die ist kleiner. Also, die Anode ist hier der kleine Teil, der kommt zur Mitte, sprich so rum. Fertig. Dieser erste Leuchtmelder wird damit umgebaut. Tatsächlich sitzt die LED nicht ganz symmetrisch in der Mitte, aber ich habe es natürlich vorher schon ausprobiert. Es sieht trotzdem gut aus, es fällt nicht auf. Und wie gesagt, ist es wichtig, dass die LEDs einen breiten Abstrahlwinkel haben. Damit ist das dann halbwegs egalisiert. So werde ich die jetzt Stück für Stück alle umbauen. Hier übrigens noch eine andere Methode, diese Glühlampen daraus zu holen, zum Beispiel mit Schrumpfschlauch. Steckt man einfach drauf. Drückt den zusammen, damit beim Ziehen ein Vakuum entsteht. Zack und raus. Bevor wir die LEDs testen können, müssen wir noch ein paar Umbauten machen. Hier befinden sich 4 Dioden, beziehungsweise auf der Rückseite ebenfalls. Die müssen überbrückt werden. Sollte man ein MFA mit LZB haben, müsste man auch einen dieser beiden Widerstände hier überbrücken. Schematisch bilde ich das Ganze jetzt mal ein. Man sieht nochmal, welche Teile man überbrücken muss und man sieht die Anschlussbelegung der Stecker hier. Wir verwenden an diesen Steckern solche Pinheader, die passen da perfekt rein und dann können wir uns da anschließen. Jetzt verbinde ich die positiven Kontakte untereinander und dann können wir die LEDs testen. Die Lampen sind getauscht, die Anoden sind miteinander verbunden, die Kathoden sind entsprechend markiert. Testen wir es aus. Ich nehme ein Stück Plastik, damit man die Reflexion sieht. Geht, 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 geht nicht. Geht, 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 geht. Geht auch. Was ist hier los? Ja, man sollte die richtige Stelle markieren, dann geht es auch hier. Als nächstes kommt dann der LED-Treiber. Ich finde ja, der passt ganz gut hier so dazwischen. Machen wir das weg. Da passt er ganz gut rein. Wie ich es genau mache, weiß ich noch nicht. Seht ihr dann später. Einen Moment bitte. Ich weiß, wie ich es mache. Auf der anderen Seite befinden sich im Bereich hier und hier auf den Platinen keine Leiterbahnen. Und so werde ich dieses kleine LED-Controller-Board einfach hier festschrauben. Da bohren, festschrauben, fertig. Hier sehen wir eine Übersicht mit dem PZB-Leuchtmelderblock, dem Arduino und dem LED-Treibermodul.
und wie diese miteinander verbunden sind. Oben an dem Leuchtmelderblock habe ich die Pinne, die zu den Leuchtmeldern gehören, blau markiert. Die rot markierten gehören an Plus. Es gibt einige freie blaue Pinne. Das sind diejenigen, die zur LZB gehören, die wir jetzt natürlich nicht brauchen. Die Pinne am Leuchtmelderblock habe ich beschriftet mit den Nummern, wo das an das LED-Treibermodul hinzugehen hat. Eingezeichnet sind die Datenverbindungen vom Arduino an das LED-Treibermodul. Oben noch die Verbindung zum Drucktaster für den PZB-Prüflauf inklusive Ground und unten noch die 12 Volt Spannungsversorgung, die der LED-Treiber braucht. Der Leuchtmelderblock ist soweit umgebaut. Der TLC 5947 ist auf der Rückseite montiert. So sähe das dann hier aus. Von den Stiftleisten gehen Leitungen angelötet auf die Platine. Ganz schwach erkennen kann man hier noch eine gelbe Stiftleiste. Das ist der Taster, der in dem 1000 Hertz Leuchtmelder eingebaut ist, mit dem man den PZB-Prüflauf starten kann. Den möchte ich auch gerne verdrahten. An die Platine anschließen werde ich auch die 12 Volt Spannungsversorgung für das gesamte System. Eine Facette, die ich bisher ganz außen vor gelassen habe, ist die Fahrstufenanzeige. Für die Fahrstufenanzeige gibt es hier eine Platine. Ja, so sieht sie von vorne aus. Das sind zwei 7-Segment-Displays, die BCD-Eingänge haben. Die sind direkt hier rausgeführt, allerdings in einer Form, dass man nur maximal bis 29 anzeigen kann. Es sind nicht alle Pinne rausgeführt. Möchte man bis 99 darstellen, dann muss man hier was ändern. Da etwas zu ändern lohnt sich sowieso, weil wir an unserem Arduino Uno, den wir an der Stelle verwenden, nicht allzu viele Pinne haben. Und wenn man auch die Helligkeitsregelung für das MFA nutzen möchte, dann braucht man mehr digitale Eingänge. Die fehlten dann. Deswegen werden wir diese Platine hier auf der Rückseite tauschen gegen eine Lochrasterplatine. Auf die Lochrasterplatine kommt ein I2C Bus Port Expander, ein PCR 8574 AP, etwas Silberdraht. Die schrauben wir dann hier drauf. Von der originalen Platine müssen wir allerdings die Stecker vorher ablöten, die an die 7-Segment-Anzeigen vorne dran gehen. Sehen wir gleich. Einen Moment bitte. Das ist die Platine für die Fahrstufenanzeige. Die Stecker kommen jetzt hier runter. Drückt mir die Daumen. Das kommt jetzt auf die Fahrstufenanzeige am Leuchtmelderblock und da muss ich möglicherweise hier noch ein bisschen was wegfeilen oder sägen, weil das ansonsten gegen dieses Blech hier kommt. Das ist dann aber nicht so schlimm. Wird einfach gemacht. Jo. So passt es noch nicht 100%. Einen Moment bitte. Die Kanten sind ausgefeilt, die Bohrungen sind etwas verlängert. Ich habe einen Arduino Testcode geschrieben, mit dem ich die Fahrstufenanzeige ansteuern will. Stecken wir die Fahrstufenanzeige mal ein.
Das ist ein bisschen huddelig. So, ging ganz einfach. Arduino anschließen und funktioniert. Für I²C-Bus sind 2 Vorwiderstände nötig. Wenn die Fahrstufenanzeige das einzige Gerät ist mit I²C-Bus, macht es Sinn, diese beiden Widerstände hiermit einzubauen. Möchte man noch mehr Geräte einbauen mit I²C-Bus, insbesondere dann, wenn man auch eine LZB verbaut hat, dann könnte das durchaus nötig werden, dann macht es Sinn, die woanders einzubauen, also eher in der Nähe des Arduinos. Jetzt ist es aber die einzige Komponente mit I²C-Bus und so werde ich die beiden dann noch hier auf der Platine verbauen. Die beiden Pull-up-Widerstände sind jetzt auf der Platine für die Fahrstufenanzeige gelandet. Der Wert hierfür ist halbwegs unkritisch. Die Spezifikation sagt 10 Kiloohm. Man kann auch 22 Kiloohm nehmen, 4,7 Kiloohm, was man halt gerade so in der Grabbelkiste hat. Schließen wir es an, um zu gucken, ob es noch geht. Glück gehabt. Bauen wir es ein. Fahrstufenanzeige fertig. Und das wäre das fertige Schema zum Nachbauen. Die Lochrasterplatine habe ich semitransparent dargestellt. Wir sehen in Rot die Brücken auf der Rückseite, in Blau die Brücken auf der Vorderseite und wir sehen die Verbindungsleitung zum Arduino mit Serial Clock, Serial Data, plus 5 Volt und Ground. Das IC kann man übrigens sockeln, so wie ich das im Video gemacht habe, muss man aber nicht. Man muss auch nicht den PCF 8574 AP nehmen, es reicht auch nur A am Ende, dann ist allerdings der Adressbereich ein anderer, ansonsten verhalten die sich gleich. Ganz nebenbei habe ich es auch für sinnvoll erachtet, die Leuchtmelder zu testen und so habe ich nebenbei völlig undokumentiert auch die Leuchtmelderplatine verdrahtet, an den Arduino angeschlossen und einen kleinen Code geschrieben, der das hier so durchblinkern lässt. Kümmern wir uns nun um die Analoganzeigen. Bei der Zugkraft müssen wir relativ wenig machen. Die wird nominell mit plus minus 10,8 Volt betrieben. Unsere Analog-Ausgabemodule haben 10 Volt, damit kriegen wir das hin. Die restlichen 0,8 Volt kriegen wir über die Potis auf der Rückseite feingetunt, sodass wir dann direkt das Gerät, so wie es ist, von den gezeigten PWM-Spannungswandlermodulen ansteuern können. Etwas aufregender wird das beim Tacho, denn der hat seinen Vollausschlag bei ungefähr 80 Volt oder so. Das kriegen wir mit unseren Analog-Ausgabeeinheiten nicht hin. Da kriegen wir ja nur so 0 bis 10 Volt. Also müssen wir das Gerät öffnen und bearbeiten. Und mir ist aufgefallen, das Gerät ist schon mal geöffnet worden. Hier auf der Rückseite ist so ein Aufkleber EZW Dessau und der Verschlussring, der ist so ein bisschen wellig, der Lack ist zerkratzt. Der wurde also schon mal aufgemacht und auf die gleiche Art und Weise, wie der schon mal aufgemacht wurde, machen wir den jetzt auch auf. Wie geht das? Man braucht einen Schlitzschraubendreher, mit dem man hinter den Verschlussring geht, dreht den so ein bisschen und läuft dann peu à peu rum, um den Ring aufzudrücken. Das macht man ein-, zweimal, geht man irgendwann vielleicht auf einen größeren Schraubendreher und dann sollte man den hoffentlich nach vorne abziehen können. Der ist gar nicht richtig zu, da muss ich direkt auf den größeren Schraubendreher umstellen.
There we go. Der Ring ist ab. Schön ist der jetzt nicht mehr. Vielleicht glätten wir den noch, bevor wir das wieder zumachen. Nehmen wir das Gerät weiter auseinander. Einen Moment bitte. Der Ring ist runter. Jetzt können wir die Glasscheibe vorsichtig nach vorne so abnehmen. Hinter der Glasscheibe befindet sich ein solcher Blendring. Der ist hier aus Papier. Bei neueren Geräten müsste der aus Metall sein. Den legen wir zur Seite. Auf der Vorderseite der Scheibe ist ein solcher Gummidichtring. Es sieht so aus, als wäre der aufgeklebt, ist er aber nicht. Der hält einfach nur durch den Dreck, der da über die Jahre sich angesammelt hat. Am besten lässt man den genauso wie er ist, denn wenn man den abzieht, kann es sein, dass er sich in der Größe etwas verändert. Der ist durchaus etwas elastisch und der verformt sich dann, wenn man den abzieht. Also idealerweise nicht abmachen, nicht großartig berühren, rumschieben, sondern die Scheibe gut zur Seite legen und erst wieder dann zum Vorschein holen, wenn man das Gerät zusammenbauen will. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich Schlitzmuttern, einen passenden Schraubendreher dafür habe ich nicht, deswegen nutze ich eine Zange. Wenn man die alle runterdreht, entsprechend aufpassen, dass einem das nicht entgegenkommt oder auf den Tisch donnert. Unter den Muttern sind auch noch solche Plastikscheiben, Plastikdichtungen, die sind so fest aufgequetscht, dass die sich ebenfalls nur abdrehen lassen. Die kann man nicht einfach runterziehen. Vielleicht kann man die mit dem Schraubendreher abhebeln, aber am besten ist es, man dreht die ebenfalls runter. Und es stellt sich heraus, die Kollegen in Dessau haben die Plastikscheibe, die da so sonst normalerweise drunter sitzt, ausgetauscht gegen solche, die man ganz bequem abheben kann. Da sind gar nicht mehr die Originalen drunter, die man abschrauben müsste. Die Muttern sind ab, vorsichtig umdrehen und möglichst außen an der Skala festhalten. Fertig, der Becher ist weg. Ein paar Worte zu dem Anzeiger an sich. Das ist ein Drehspulmesswerk und das Messwerk, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ich hoffe schon, hat eine Art Kreuz, ein Wägekreuz. Und dieses Kreuz dient dazu, das ganze System auszubalancieren. Damit, egal in welcher Position, in welchem Winkel sich der Anzeiger befindet, die Nadel immer an die gleiche Stelle zeigt. Ich drehe das mal so rum für euch. Man stelle sich vor, die Schwerkraft wirkt in diese Richtung und wenn das System nicht ausbalanciert würde, würde durch die Schwerkraft, würde durch das Gewicht des Anzeigers in diesem Bereich ein kleinerer Wert angezeigt als durch den Strom vorgegeben und in diesem Bereich würde die Schwerkraft den Zeiger und dessen Gewicht nach unten ziehen, hier dann einen größeren Betrag anzeigen als durch den Strom eingestellt. Deswegen ist das ganze System ausbalanciert. Und das ist sehr empfindlich. Wenn man zum Beispiel die Skala demontieren will, muss man höllisch aufpassen, dass man mit der Skala nicht an den Zeiger kommt. Denn die kleinste Verbiegung kann das System aus der Balance bringen. Warum sollte man die Skala ausbauen? Die könnte man zum Beispiel dann ausbauen wollen, wenn man sie austauschen will. Wenn man sich eine andere Skala anfertigt, ausdruckt, aufkleben will, weil man zum Beispiel höhere Geschwindigkeiten als wie hier 180 fahren will, dann macht man sich eine neue Skala, druckt die aus und klebt die auf. Dafür nimmt man die Skala runter und dann nochmal höllisch aufpassen, den Zeiger nicht zu berühren. Sollte das doch passieren, ist das schade, aber auch kein allzu großes Drama. Dann wäre das System halt verbogen, es wäre nicht mehr linear. Das kann man dann aber über Code, im Arduino zum Beispiel, dann ausgleichen. Ist nicht schön, wäre aber dann eine Lösung. Auf der Unterseite haben wir eine kleine Platine. Darauf befindet sich ein Brückengleichrichter, in Serie ein Widerstand und ein POTI. Was wir jetzt machen müssen, ist eigentlich nur dieses POTI überbrücken. Wir können das Ganze aber noch verbessern, indem wir diesen Brückengleichrichter rausschmeißen. Dafür nehmen wir 2 Dioden raus und überbrücken die anderen beiden. Einen Moment bitte.
Der Brückengleichrichter und der Vorwiderstand sind jetzt unschädlich. Testen wir es kurz aus. Angeschlossen ist der Tacho an einem Labornetzteil. Wir haben parallel ein Multimeter im DC-Bereich. Wir schalten das Gerät ein und sehen eine kleine Spannung, 0,8 Volt, und der Tacho zeigt was an. Drehen wir die Spannung langsam hoch. So, beim Maximalausschlag haben wir jetzt eine Spannung von nicht ganz 6 Volt. Wir wollen aber 10 Volt haben. Also müssen wir an dem Poti etwas drehen. Drehen wir die Spannung zunächst runter, so auf die Hälfte vielleicht, halber Tachoausschlag, und gucken, was passiert. Okay, wenn wir an dem Potentiometer drehen, drehe ich das jetzt mal auf die Hälfte runter, so grob, und dann erhöhe ich die Spannung wieder. So, das war offenbar zu viel, denn jetzt brauchen wir schon 15 Volt, um auf Vollausschlag zu kommen. Also muss ich das Poti wieder ein bisschen zurückdrehen. Idealerweise stelle ich jetzt die Spannung am Voltmeter auf, beziehungsweise am Labornetzteil auf 10 Volt ein und drehe dann das Poti so, dass dann der Tacho auf Vollausschlag steht. So, und warum habe ich jetzt hier nur noch 0,8 Volt? Jetzt sind es 10. Perfekt. Bauen wir den Schmuh wieder zusammen. Zum Einsatz kommt zunächst ein Brillenputztuch, um den Staub von der Skala zu entfernen, den es da so gegeben hat. Vielleicht lässt er sich auch runterpusten, das wäre ideal. Falls nicht, ist das Brillenputztuch das Werkzeug der Wahl. Der Blendring, gucken, hat er irgendwelche Schäden bzw. Flecken, die man wegmachen könnte. Das ist nicht der Fall. Dann setzen wir das Glas drauf. Ich lege das zuerst mal auf dieser Gummidichtung ab, damit ich das von der Rückseite abwischen kann. Drauflegen und direkt mal gucken, sind irgendwelche Einschlüsse drin. Ja, will ich schon sagen. Nochmal kurz ab. Hier im Bereich des Textes habe ich was gesehen. Und schon wieder was Neues drin. Und zwar hier. Dann setzen wir den Verschlussring wieder drauf. Oder versuchen das zumindest. Ja. Um den jetzt zuzudrücken, ist es natürlich hilfreich, wenn der so dicht wie möglich runtergedrückt wird auf die Glasscheibe. Wir erinnern uns, da ist ja eine flexible Gummidichtung drin. Vielleicht kann man das sehen, dass sich das noch runterdrücken lässt. Naja, ich kann es sehen. Deswegen werde ich das Gerät mit einer Schraubzwinge an der Tischkante festmachen und dann zudrücken. Zudrücken zunächst mit dem Schlitzschraubendreher. Zum Einsatz kommt hinterher noch eine Flachzange, mit der wir den Verschlussring weiter zudrücken. An der Oberseite kommt dann zum Schutz das Brillenputztuch, auf der Unterseite drücken wir das dann einfach zu. Ich würde sagen, das Teil ist zu. Als nächstes können wir uns dann um den Einbau und um die Elektronik für die Analoganzeiger kümmern und auch für den Arduino, die ja auch irgendwie alle in dem MFA eingebaut werden müssen. Kümmern wir uns nun um die Platinen, wie etwa die PWM zu Analogwandler und dem Arduino.
Die habe ich auf eine Plastikplatte aufgeschraubt. Da muss ich jetzt Brücken setzen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Auf dem Arduino sind Pin-Header bereits leicht versaut und bei den Analogmodulen, nur zur Erinnerung, habe ich diese 10er-Dioden entfernt, die hier an der Stelle, Moment, so, da an der Stelle saß eine 10er-Diode, die musste da raus. Jetzt wird verdrahtet. Das wäre dann jetzt soweit verdrahtet. Als nächstes bräuchten wir die eigentlichen Anschlussleitungen für die Analoganzeiger. Und die übernehme ich einfach von der originalen Platine. Da sind diese Leitungen mit den Flachsteckern noch drauf. Die löte ich hier ab und dann verwende ich die für meine Analogausgaben. Die Leitungen sind gesichert und gereinigt. 2 fehlende Brücken habe ich noch ergänzt. Die hier verpolt angeschlossene Spannungsversorgung ist berichtigt. Jetzt kommen die Leitungen dran. Die Kraftanzeige ist angeschlossen. Vorher habe ich hier noch die gelbe und die rote Leitung getauscht. Das machte irgendwie mehr Sinn. Angeschlossen wird Anzeiger 1 zwischen den beiden, also zwischen den positiven Ausgängen zwischen den beiden. Die Masseanschlüsse an den Ausgängen brauchen wir nicht. Und hier entsprechend der zweite Anzeiger. Anzeiger 1 wäre dann hier die Kontakte 1 und 2 bzw. 3 und 4 für den zweiten Anzeiger. Auf dem Arduino habe ich einen kleinen Testcode aufgespielt, der die Anzeiger hin und her schmeißt. Das sieht dann jetzt so aus. Und wie wir sehen, ist der Vollausschlag nicht 100% dahin, bis wo er gehen sollte. Wir öffnen hinten diese Kappen und drehen an den Potentiometern da drin. Mal sehen, was passiert. Ja, das war jetzt das Poti für den äußeren Anzeiger. Und da sehen wir jetzt schon, der schlägt aus bis zum Ende der rot markierten Bereiche. Ich habe das selber nie auf einem Fahrzeug gesehen, wie weit die eigentlich ausschlagen müssten, aber ich denke mal, das ist so halbwegs realistisch. Der andere Anzeiger. Ist das alles, was ich haben kann? Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen feintunen. Einen Moment bitte. Das Problem ist gefunden. Mein Labornetzteil liefert mir genau 12 Volt. Das System arbeitet mit 12 Volt und hier ist eingebaut jeweils ein linearer Spannungsregler. Das Problem ist, der braucht eingangsseitig eine Spannung höher als 12 Volt. Zum Beispiel 15 Volt. Hat man aber genau 12 Volt zur Verfügung, bestünde eine Möglichkeit, diesen Spannungswandler auszubauen oder ihn einfach zu überbrücken. Und dann sieht man hier, schlägt der Zeiger auch deutlich weiter aus bis zum Endanschlag. So lasset uns es brücken. Die Spannungsregler sind überbrückt, jetzt arbeitet das System mit den 12 Volt, wie es soll. Das bedeutet aber, ich muss die Endausschläge nochmal anpassen. Und wie ich immer sage, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Machen wir das einfach.
Das ist jetzt welcher Zeiger, den ich hier drehe? Ah, das ist der innere. Ich glaube, so ist gut. Dann der andere. Ja, ich denke, das passt so ganz genau. Großartig. Stopfen wieder drauf. Probieren wir dann den Tacho aus. Auch den Tacho habe ich angeschlossen. Für den gibt es einen Testcode in dem Arduino. Wir sehen, der zeigt auch ein bisschen zu viel an. Wir müssen also etwas einstellen. Ich denke, so kann es bleiben. Gut. Dann stünde als nächstes dann der Wiedereinbau der Geräte an und auch die Einbau der Komponenten auf der Plastikplatte. Also hier. Das kommt wieder ins Gehäuse rein. Einen Moment bitte. Hier nochmal in Übersicht die Komposition aus Arduino, Analogmodulen und Anzeigern. Dazu eine Servicemeldung. Wenn man einen anderen Arduino verwenden möchte, sind unter Umständen die Pine, wie sie jetzt hier benannt sind, nicht PWM-fähig. Das ist aber wichtig. Zumindest ist das wichtig für den Tacho und für die Kraftanzeige. Für Schleudern und Gleiten ist das nicht wichtig, aber ansonsten muss man bitte PWM-Ausgänge verwenden und das sind dann unter Umständen nicht die, die wir hier jetzt benannt haben. Das muss man dann entsprechend im Code anpassen. Die beiden Anzeiger sind wieder eingebaut, dafür ist deren Beleuchtung ausgebaut. Den ersten habe ich schon auf 12 Volt umgebaut, der andere ist noch auf 24 Volt. Den bauen wir auch noch um. Was man dafür tun muss. Die beiden weißen Brücken hier, die kann man entfernen. Man muss haben eine Verbindung plus, positiv von hier einmal rüber nach hier, beziehungsweise hier rum, so, und negativ minus einmal hier rum nach hier. Außerdem gibt es hier zwei Brücken, die man schließen muss, also auf dieser Seite und auf dieser Seite. Ich zoome gleich rein. Und die beiden Leitungen, die man diagonal rüberlegen muss, das sähe dann hier so aus. Ich zoome da mal ran. Für das Video habe ich die jetzt mit Heißkleber hier befestigt. Das ist aber so nicht notwendig. Die Brücken, diese positive, negative Plus-Minus-Brücke darüber, die sollten ungefähr 27 cm lang sein. Die Brücken, die man hier schließen muss, das sind einfach zwei Fähnchen auf der Platine, einfach Lötzinn drauf oder mit Silberdraht nachhelfen. Das gleiche auf der anderen Seite. Und wie ich immer sage, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Schreiten wir zur Tat. Dann werden die beiden jetzt noch miteinander verbunden und dann eingebaut. Probieren wir es aus. Das sieht gut aus. Ihr könnt es nicht sehen, ich kann es sehen. Es leuchtet überall. Gut, hier kommen noch zwei Adern dran, um das System noch mit Spannung zu versorgen.
Machen wir weiter mit der Montageplatte für die Elektronik. Das ist die Rückseite des Gehäuses von innen aus gesehen. Da gibt es hier diese 4 Befestigungspunkte und die möchte ich nutzen, diese Plastikplatte mit meiner Elektronik daran festzuschrauben. Die Bohrungen dafür sind schon vorhanden. Die Schrauben recycle ich auch wieder, die dabei gewesen sind. Reden müssen wir noch über die 12 Volt Spannungsversorgung. Die gehen hier über diese Brücken auf die einzelnen Analogmodule. Die gehen auch auf den LED-Treiber. Die gehen aber nicht auf den Arduino. Der hat hier ebenfalls so einen Stecker, so einen Walzenstecker. Da darf man aber maximal nur 9 Volt drauf geben, nicht 12 Volt. Deswegen verwenden wir den nicht. Verwenden werde ich ein solches Kabel. Das ist ein Walzenstecker-Verlängerungskabel. Da schneide ich einfach den Stecker ab. Da guckt dann am Ende nur das Ende mit der Buchse raus. Den mache ich da fest, den schließe ich da an. In meiner Krabbelkiste gefunden habe ich noch so einen Kabelklebe-Befestigungsclip. Der kommt dann dahin. Die Leitung ankommend aus dieser Öffnung geht sie dann hier dran. Machen wir weiter mit den Leuchtmeldern. Einen Moment bitte. Die Leuchtmelder sind da. Lasst sie uns anschließen. Die Leuchtmelder sind angeschlossen. Der Anschlussplan war zwischendurch eingeblendet. Weiter geht die Montage. Die Analoganzeigen müssen warten, denn zuerst reden wir über die beiden Leuchtmelder hier, 1000 Hertz und Prüftasterlampen. Diese beiden haben auch eine Tastfunktion beim 1000 Hertz Leuchtmelder, um den PZB-Prüflauf starten zu können, und Prüftasterlampen im wörtlichen Sinne, um die Lampen in den Leuchtmeldern zu testen, die wir aber gegen LEDs getauscht haben. Die möchte ich beide anschließen. Und zwar soll der 1000 Hertz Drucktaster tatsächlich verwendet werden können, um einen Prüflauf zu starten. Den hier möchte ich verwenden, um den Arduino neu starten zu können. Sprich, den schließe ich an den Reset-Pin an. Außerdem haben wir ja noch in der Front Drucktaster, um Helligkeitseinstellungen machen zu können. Und da werde ich die Funktion einbauen, die Helligkeit der Leuchtmelder tatsächlich einstellen zu können. Werfen wir noch einen Blick auf das Anschlussschema für den Leuchtmelderblock, jetzt allerdings ergänzt um die Drucktaster. Machen wir es. Jetzt verkabeln wir noch den VIP-Taster für die Helligkeitsregelung. Die Flachstecker dafür habe ich recycelt von den originalen Kabeln. Ich habe da nur längere dran gemacht. Schließen wir sie an. Nun kommt es endlich auf den Anschluss der Analoganzeigen an. Noch zuschrauben, dann kommt es als nächstes auf die Software an und dann zum Schluss auf einen Test. In unserem Arduino-Code legen wir zunächst über Defines fest, was an welchem Pin angeschlossen ist. Dann legen wir eine Variable an, die einfach nur zwischen 0 und 1 wechseln soll. Alle 500 Millisekunden, das brauchen wir für das Blinken der Leuchtmelder. Wir müssen uns dafür auch merken, wann der Leuchtmelder zuletzt geblinkt hat. Das machen wir dann an dieser Stelle. Im Setup legen wir dann über Pin-Modes fest, welcher der oben definierten Ein- und Ausgänge als Ein- oder Ausgang dienen soll. Dann legen wir eine serielle Schnittstelle an, die brauchen wir nur zu Debug-Zwecke oder gar nicht.
Dann haben wir eine Funktion setup-lms, da legen wir den E²C-Bus an und definieren die Kommunikation zu unserem LED-Modul. In setup-SUSI3 stellen wir dann die Verbindung zu SUSI her. Wir sagen ihm, dass wir da sind, wer wir sind und welche Daten wir gerne hätten. In der Loop aktualisieren wir regelmäßig unsere Leuchtmelder, das brauchen wir eigentlich nur fürs Blinken, und wir fragen zyklisch Daten von SUSI ab und dekodieren sie dann. Im Tab Ethernet SUSI 3 legen wir eine zufällig gelegte MAC-Adresse an, den Port, auf dem wir SUSI erreichen können, die IP-Adresse des Arduinos selbst und die IP-Adresse des SUSI-Rechners. Die letzten beiden müsst ihr für euer Netzwerk entsprechend anpassen. Dann gibt es ein Array, Registration. Hier sagen wir SUSI, dass wir zu einem Fahrpult gehören und wie wir heißen, in dem Fall ganz einfach nur MFA. Dann gibt es ein weiteres Array namens Query. Darin ist die Struktur aus Knoten und IDs enthalten, die SUSI sagt, welche Daten wir denn gerne hätten. Also Fahrstufe, Hauptschalter, welche Leuchtmelder und so weiter. Müssen wir auch an entsprechender Stelle an SUSI übertragen. Dann gibt es noch ein drittes Array. Das ist das Telegramm, das wir an SUSI übertragen müssen, wenn wir einen Prüflauf durchführen müssen. Wir erinnern uns, wir haben ja eine Taste vorne in den Leuchtmeldern, mit dem wir einen PZB-Prüflauf starten können. Wenn wir das dann drücken, müssen wir dieses Telegramm an SUSI übertragen. Es folgen ein paar Unions, in der Datentypen fusioniert werden, da gehen wir nicht genauer drauf ein. Es folgt eine Funktion namens Client-Force-Read, in der fragen wir dann Daten aus dem Eingangspuffer ab. Richtig was los ist in der Funktion SUSI3 Loop Routine. Wenn Daten abgefragt werden konnten, werden diese unten ausgewertet. Und hier kämpfen wir uns peu à peu durch die Knoten bis zu der Ebene, wo wir an die IDs drankommen, die wir gerne hätten. Da kommen wir zunächst an einen Block für die Zugsicherung, insbesondere der PZB bzw. der Indusi-Familie und dann an die Betriebsdaten. Da fragen wir die Leuchtmelder ab, die wir gerne hätten. Wir sehen weiter unten auch Leuchtmelder, die nicht für die PZB da sind, die nur für die LZB da sind. Die habe ich hier mit reingeschrieben. Wenn man dann ein Gerät mit LZB hat, muss man den Code hier entsprechend ergänzen. Im Block für die Türsysteme benötigen wir nur die IDs 2 und 3, denn die sagen uns ganz genau, wie der Status der rechten und linken Seite ist. Und daraus können wir alles generieren, was wir so an Türleuchtmeldern haben. Also universell einsetzbar. Zuletzt sind wir an einem Block mit etwas allgemeineren Informationen. Hier frage ich die Werte ab, die ich explizit für dieses MFA brauche. Aufgelistet habe ich aber auch andere, die man potenziell brauchen könnte, wenn man ein anderes MFA hat. Aufgelistet habe ich zum Beispiel auch die Drücke aus dem Bremssystem. Wir haben ja sowieso einen E²C-Bus, den könnten wir auch aus dem MFA herauslegen zu den Manometern, um dort dann zum Beispiel Schrittmotoren zu betreiben. Es gibt unten eine Funktion setDoorState, in der werden die Informationen von den Türstati entsprechend verarbeitet. Es gibt zwei prominente Türleuchtmelder, das ist entweder das schwarze T auf gelbem Grund oder das schwarze T auf weißem Grund mit einem grünen Ring. Je nachdem, welchen man hat, muss man entweder die Variable useTough oder useSAT auf True setzen. Im Tab für die Fahrstufenanzeige legen wir zunächst die Adresse unseres PCF 8574 fest. In der Funktion TransmitFST begrenzen wir die Fahrstufe auf 99, denn mehr können wir mit diesen beiden Digits ja nicht anzeigen. Und hier unten wird der Kram letztendlich an den Chip übertragen. Im letzten Tab haben wir eine Funktion setSpeed, da wird die Geschwindigkeit zunächst von Meter pro Sekunde in km/h umgerechnet. Dann über eine Stützkurve gejagt, für den Fall, dass der Tacho nicht 100% linear ist. Die Geschwindigkeit wird auf einen Wert von 0 bis 255 umgerechnet und anschließend dann als PWM ausgegeben. Gucken wir uns noch eben die Stützkurve an. Die beiden wichtigsten Elemente in der Berechnung der Stützkurve sind diese beiden Arrays. Da haben wir zuerst eins, wo in 10er-Schritten die Geschwindigkeiten drinstehen, die von SUSI empfangen werden. Und in dem Array unterhalb die Geschwindigkeit, die uns angezeigt wurde bei einem Test, den wir durchgeführt haben. Wie machen wir den Test? Wir kopieren das Array von oben und fügen dessen Inhalt unten ein, sodass die beiden Arrays genau das gleiche enthalten. Jetzt müssen wir in 10er-Schritten diese Geschwindigkeiten einmal anfahren in SUSI und genau aufschreiben,
Welchen Wert wird uns durch den Tacho denn genau angezeigt? Wenn wir zum Beispiel mit SUSI 120 fahren, was sehen wir dann auf dem Tacho? Diese Werte tragen wir dann in das untere Array ein. Hat man einen größeren Tacho als nur bis 180 km/h, muss man die Arrays entsprechend in 10er Schritten vergrößern und oberhalb bei Anzahl der Stützstufen den Wert entsprechend erhöhen. Weiter haben wir eine Funktion setForce für unsere Zugkraft. Hier werden zwei PWM-Pins angesteuert, und zwar stehen bei keiner Zugkraft beide bei 50% und je nachdem, ob wir dann beschleunigen oder bremsen, schlägt der eine dann Richtung 100% aus und der andere Richtung 0%. Und zum Schluss haben wir noch zwei Funktionen für Schleudern und für Gleiten. Die habe ich in zwei Funktionen aufgeteilt, weil wir das von SUSI über zwei verschiedene Werte bekommen. Angesteuert werden die beiden Pins dann allerdings digital und nicht analog, weil der Anzeiger ja entweder nur Schleudern anzeigen kann oder eben nicht. Es gibt also nicht nur ein bisschen Schleudern oder nur ein bisschen Gleiten. So viel zum Arduino-Code. Den gibt es natürlich auch auf GitHub zu haben. Fehlt noch der Tab mit den Leuchtmeldern. Da holen wir uns zuerst die Bibliothek für den TLC. Wir legen eine Variable für die Helligkeit fest und dann definieren wir jede Menge Leuchtmeldernummern. Also zum Beispiel hat der Indikator, also der Leuchtmelder, hohe Abbremsung, die Nummer 0 oder der für die 500 Hertz hat die Nummer 8. So muss man dann, wenn man einen Leuchtmelder setzen will, nicht immer die Nummer eingeben, sondern gibt dann hier den Namen ein. Wo braucht man das? Man braucht es zum Beispiel hier im SUSI-Bereich. Hier setzen wir den Leuchtmelder 500 Hertz. Da sagen wir Set SUSI Indicator State. Welchen wollen wir setzen? Wir wollen den 500 Hertz Leuchtmelder setzen und geben ihm dann den Inhalt aus dem SUSI-Telegramm. Zurück zu den Leuchtmeldern. Es gibt ein paar Definitionen, die zu den SUSI-Enums für die Leuchtmelder gehören. SUSI sagt einem zum Beispiel, wenn ein Leuchtmelder blinken soll, dann hat das den Wert 2. Wenn es invertiert blinken soll, hat es den Wert 3. Und wenn er an sein soll, hat er den Wert 1 und so weiter. Und das legen wir hier fest. Diese Werte kommen aus der SUSI-Dokumentation. Hier ist das Setup für die Leuchtmelder, das, was wir vorne im Setup aufgerufen haben, Setup LMs. Das wird dann hier ausgeführt. Da starten wir die I²C-Bus-Verbindung für die Fahrstufenanzeige. Wir stellen die Verbindung zum LED-Modul her und dann sagen wir erstmal, dass alle Leuchtmelder an sein sollen, übertragen das dann an das LED-Modul, warten eine halbe Sekunde und dann schalten wir die ganzen Leuchtmelder wieder aus, hier mit der 0. Warum machen wir das? Dadurch wird beim Einschalten des Arduinos oder nach einem Reset die Leuchtmelder für 500 Millisekunden leuchten gelassen. Dann gibt es hier die Funktion Update LMs. Da werden dann die Statusse oder Stati für die Leuchtmelder aktualisiert. Hier gibt es im Prinzip zwei wichtige Blöcke. Fangen wir mit dem unteren an. Beginnen wir mit dem unteren Block. Hier prüfen wir, ob wir 500 Millisekunden weiter sind als seit dem letzten Durchlauf. Wie machen wir das? Hier oben holen wir uns mit Current Millis die Millisekunden, seitdem der Arduino gestartet oder resettet worden ist. Dann vergleichen wir, sind die aktuellen Millisekunden minus der letzten Umschaltzeit mehr als 500 Millisekunden vergangen. Das machen wir an der Stelle. Dann wird die letzte Millisekunden Umschaltzeit gleich der aktuellen genommen. Wir merken uns also den aktuellen Zeitpunkt. Dann machen wir hier etwas, was mit den Leuchtmeldern erstmal nichts zu tun hat. Da prüfen wir nämlich, ob die PZB-Test-Taste gedrückt worden ist. Und wenn dem der Fall ist, dann soll die Funktion Start PZB Self-Test ausgeführt werden. Also dann sagen wir SUSI, bitte jetzt einen Selbsttest durchführen. Dann das eigentlich Wichtige für die 500 Millisekunden, nämlich das Umschalten der Blinkvariable. Flash ist gleich nicht Flash, damit wird dann einfach diese Variable umgeschaltet. Von 1 nach 0 oder von 0 nach 1. Und dann sagen wir Transmit LMs. Da werden dann sämtliche Leuchtmelder an den TLC übertragen. Dann gucken wir uns die Funktion hier oben an. Das funktioniert ähnlich mit den Millisekunden. Allerdings gehen wir hier alle 10 Millisekunden an und nicht alle 500 Millisekunden. Und hier überprüfen wir, ob die Heller- oder Dunkler-Taste gedrückt worden ist. Und je nachdem wird dann die Helligkeitsvariable um 10 erhöht oder eben reduziert. Hier minus 10, hier plus 10. Und wir erlauben uns einen Wert zwischen 500 und 2000. Und immer dann, wenn sich die Helligkeit verändert hat, sagen wir auch hier Transmit LMs
Und dann gehen wir auch schon genau in diese Funktion Transmit LMs. Hier haben wir eine Vorschleife, da gehen wir die einzelnen Indikatorstatusse durch. Darin sind die Leuchtmelder, wie sie von SUSI empfangen sind. Und zwar mit diesen Statussen, die wir hier oben schon mal besprochen hatten. Also 0 für aus, 1 für an, 2 für blinken, 3 für invertiert blinken und so weiter. Abhängig davon wird dem TLC dann gesagt, du bist jetzt an oder du bist jetzt aus. So viel zum Arduino-Code. Testen wir das Gerät jetzt. Da steht es nun, unser MFA. Der Prüftaster Lampen blinkt noch vor sich hin, um uns zu sagen, dass wir noch keine TCP-Verbindung haben. Wir erinnern uns, den können wir auch drücken. Wenn wir das tun, startet sich der Arduino einmal neu. Dann werden die Leuchtmelder einmal kurz angesteuert und dann versucht er wieder die Verbindung aufzubauen. Geht noch nicht, weil TCP noch nicht verfügbar. Geht nicht ohne Ethernet. Stecken wir Ethernet einmal ein. Und dann sehen wir, er verbindet sich und wir haben die gleichen Anzeigen wie auch in SUSI. Nebenbei Stromversorgung. Wir haben hier ein 12-Volt-Steckernetzteil für die Analogmodule und das LED-Modul. Ein USB-Steckernetzteil, 5 Volt für den Arduino. Den kann man natürlich auch vom Rechner aus mit Spannung versorgen. Ich mache das jetzt hier über ein solches Handy-Ladegerät. Gut, wollen wir den SUSI ein bisschen betreiben? Drücken wir einmal den 1000 Hertz-Taster, um den Prüflauf zu starten. Das funktioniert. Wir können die Helligkeit von dem Leuchtmelder verändern. Großartig. Ein paar Worte noch über die Kraftanzeige, die ich im Arduino-Code nicht verloren habe. Diese ist selbstnormierend. Wir gehen davon aus, dass wir minimale Maximalanschläge haben und die normiert sich dann über die Zeit selbst. Das heißt, wenn wir von SUSI eine Zugkraft empfangen, die größer ist als das, was wir bisher als maximale angenommen haben, wird diese ab jetzt als maximale angenommen. Und so kann man im Prinzip jedes Fahrzeug hiermit fahren, auch wenn dann die Skala nicht passt zu dem, was in dem echten Fahrzeug da steht. Einfach nur gilt, maximale Zugkraft wäre dann am Ende hier, unabhängig davon, ob das jetzt in Wahrheit 10 Kilonewton oder 5 Kiloampere oder was auch immer sind. Ja, wir schalten jetzt auf und sofort haben wir hier maximale Zugkraft, obwohl die sich in SUSI so Stück für Stück aufbaut. Ja, jetzt schleudern wir, das wollen wir natürlich nicht. Jetzt schleudern wir nicht mehr, aber damit wäre schon mal bewiesen, die Schleudernanzeige funktioniert auch. Schalten wir vorsichtig auf. Ja, und da wir ja eben schon mal aufgeschaltet hatten, funktioniert die Zugkraftanzeige jetzt auch, ohne dass sie gleich an den Maximalanschlag geht. SIFA-Leuchtmelder geht auch. Na, jetzt sind wir im Zugkraftbereich, ist nicht schön bei 111, aber egal. Da ist der Leuchtmelder hohe Abbremsung angegangen. Benutzen wir mal den Autopilot und einen Zeitraffer in der Hoffnung, dass da mal was PZB-mäßiges passiert. Ja, da kommt was. Jo. 1000 Hertz Leuchtmelder und 85 blinkt. Dann wollen wir noch in den Restriktivmodus gehen. Zwangsbremsung ist noch einfacher.
So, noch sind wir nicht restriktiv. Und jetzt 15 Sekunden lang unter 10 km/h. Das Wechselblinken wird in dem Arduino erzeugt. Es wird nicht aus Zusi so empfangen. Wir gucken also nicht, ist der jetzt an, ist der jetzt an, ist der jetzt an, ist der jetzt an, sondern der Arduino erzeugt das selbst. Das sehen wir auch daran, dass, wenn wir den Zusi pausieren, die Leuchtmelder weiter blinken. So, ich hoffe, das hat geholfen. Falls jetzt noch Fragen sind, bitte kommentieren. Ansonsten bis demnächst.